Guten Morgen zu Ramadan, Tag Nummer 4. Hier haben wir jetzt das eingeweichte oder die eingeweichten Overnight Oats. Heute Nacht sind ja die Uhren umgestellt von 2 auf 3 Uhr. Sie hätte, glaube ich, länger ziehen können. Ja, ist doch gut. Mach wenig. Schluck. Sonst sind auch ein paar große dabei sind. Du machst ja viel. Viel? Ja. So eine Suppe geworden. Warum disst du mich die ganze Zeit? Ich Gott, du schläfst noch. Ja. So. Willkommen zu Ramadan Tag 4. Heute ist Sonntag und heute Nacht haben sich die Uhren umgestellt. Somit natürlich auch unsere Zeit zum Fastenbrechen. Dementsprechend war es heute Nacht bis kurz vor 5 möglich zu frühstücken. Und unser Fastenbrechen ist dann heute Abend kurz nach 7:30. Heute ist eben Sonntag. War ein sehr chilliger Tag. Wir haben alle schön ausgeschlafen, nachdem wir unser Sahur, unser Frühstück gegessen haben. Und ja, ich habe in Ruhe das Video geschnitten und jetzt geht es eigentlich los, dass ich hier wieder anfange, was Schönes zu zaubern. Ich mache auch heute nichts Kompliziertes. Heute stehe ich keine Stunden in der Küche. Ich mache heute ein paar einfache Sachen. Schön leckeren Eintopf. Wir machen, glaube ich, auch noch ein kleines Glasdessert. Da haben wir auch alle Appetit drauf. Ich merke, die Kinder wollen gerne mal einen Nachtisch haben. Ja, die Spülmaschine läuft im Hintergrund. Ich bin immer abends ein bisschen faul, die Sachen komplett alles noch abzuwaschen, aufzuräumen. Ich mache das dann gerne lieber am nächsten Tag. Deswegen die zweite Ladung läuft schon. Ein paar Sachen muss ich noch abwaschen, weil Gusseisentöpfe und so, die können natürlich nicht in die Spülmaschine. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Heute wieder ein sehr simples Gericht, aber sehr nahrhaftes, und zwar türkische Kuru Fasulye, das Lieblingsessen meines Mannes und ich glaube jedes türkischen Mannes, vor allem die aus dem Schwarzmeer kommen. Das mache ich auch klassisch auch so nach meiner Schwiegermamas Art, also meistens alles an türkischen Gerichte, was ich so koche, kann ich von meiner Schwiegermama. Dazu habe ich gestern Abend schon die Bohnen eingelegt. Die sind übrigens auch aus der Türkei. Die hat mir meine Schwiegermama mitgeschickt. Mein Schwager war nämlich dort und hat die uns mitgebracht. Wie gesagt, über Nacht eingeweicht. Und diese werde ich als erstes erstmal kochen. Das Wasser schütte ich ab, nehme frisches. Ihr könnt das Gericht komplett vegan lassen, aber ich mache hier zum Beispiel heute so ein Stück Knochenfleisch oder so ein Haxe. Ich glaube, es ist ein Stück Haxe oder so. Mache ich mit rein. Das gibt natürlich Aroma. Ihr könntet jetzt auch Rinderbouillon, eine Fleischbrühe sozusagen mit eingeben. Ist Geschmackssache. Aber es schmeckt auch. Ich mache es ganz oft ohne. Schmeckt auch sehr, sehr lecker. Aber ich werde das Ganze jetzt hier in den Topf geben und später werden Zwiebeln angebraten mit Tomatenmark und so weiter und das kommt dann dazu. Aber das zeige ich euch. Wie gesagt, heute werde ich nicht lange in der Küche stehen. Deswegen setze ich das schon mal an, weil die Bohnen brauchen schon ein paar Stündchen. Also es kommt immer auf die Bohnen an. Manche kochen sehr schnell, manche brauchen doch schon länger. Deswegen darf das hier im Gusseisentopf dann schön in Ruhe schmoren. Gebe ich die Bohnen jetzt einfach in den Topf. Dieses Stück Fleisch, was auch noch eingefroren ist, aber es taut ja während des Kochens auf. Gebe da jetzt noch Wasser dazu, noch ein bisschen mehr. Stelle schon mal den Herd an. Jetzt gucken von der Menge. Reicht erstmal. Und das lassen wir jetzt erstmal
köcheln. Das kann also wirklich so 2 Stündchen, denke ich, wird das schon dauern. 1,5 bis 2 Stunden. Also wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Bohnen drauf an. Wenn das so aufgekocht ist, könnt ihr so ein bisschen mit so einer Schaumkelle diesen Schaum einmal entfernen. Und jetzt kann das weiter köcheln. Wir starten schon mal mit dem Glasdessert. Sowas kennt ihr, sowas geht super schnell und schmeckt trotzdem immer lecker. Wir machen als Boden Keksbrösel, und zwar Lotuskekse. Dann machen wir eine Creme aus Mascarpone und Quark. Eigentlich gehört da noch Sahne rein, doch leider habe ich keine Schlagsahne da. Es geht aber auch so. Dann machen wir einen, ja, ich schaue mal, ob es eher eine rote Grütze, ich glaube, wir machen eher eine Art Fruchtspiegel. Mal schauen, wir werden diese Tiefkühlfrüchte einmal aufkochen mit etwas Zucker und dann wahrscheinlich dann pürieren. Mal schauen. Das reicht ja nicht, ihr habt noch mehr Quark. Kannst du schauen, dann mal gucken, ob das von der Menge reicht. Fast mein Finger abgelutscht. Wie abmachen? Ist aber irgendwie immer so, wenn ich was mache. Ja. Upsi. Nichts passiert. So, und jetzt einfach mixen, Anne. Genau, mach Zucker, Vanillezucker rein. Wie viel? Lass mich mal kicken. Boah, lass mich mal kicken, wie viel du da hast. Ich überlege auch, ob da noch ein Quark rein soll. Soll ich da noch einen Quark reinmachen? Sieht so wenig aus, weil es waren ja kleine Quark. Ja. Dann machen wir noch einen rein. Ich habe hier noch einen großen. Ich habe hier noch kleine. Nee, ich habe hier nur noch große. Wo ist denn der? Da ist er. So? Ja, reicht. Vanille. Und wie viel Zucker? Hier, machen wir das noch. Das ist alles Augenmaß. Fünf. 6. 6. Ich mache jetzt eine Packung rein. Rana, wenn du den Mixer hast du schon runtergebracht? Nein. Dann bring mal runter und bring mir einen großen Joghurt hoch. Vom Kühlschrank. Zerkleinern und dann auf was? Schwein. Schwein. Kirscheis, Kaffeebohnen, Getreide, Käse. Dann nimm einfach, oder Brötchen. Ah ja, Brötchen. Grob, fein. Kannst halt mal selber. Eigentlich weiß man ungefähr, was für ein Dings das ist. Ja, 7 Sekunden wird zu wenig sein wahrscheinlich. Wo soll ich das hinlegen? Ups. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh ja, hat doch geklappt. Reicht, oder? Ja, dann machen wir noch eine. Naja, definitiv noch eine. Oh, ich hab da jetzt richtig Appetit gerade drauf, ne? Ich auch. Guck mal.
haben wir auch lange nicht mehr gegessen. Das ist so eigentlich so typisch Sommer. So im Sommer machen wir das dann mal öfters. Tada! Lotuskekse sind einfach the best. So lecker. Oh, ich hätte jetzt gerade auch so Lust auf so einen Lotus-Cheesecake. So, dann machen wir mal den Herd an. Ich mache mal ein bisschen Wasser, damit das also ein bisschen Flüssigkeit hat. Die lassen ja eh auch gleich Wasser ab. Ich gebe jetzt schon mal ein bisschen Zucker drauf. So, reicht. Nicht übertreiben. Ja, warte, das muss doch erst mal kochen, Kind. So, also, dann gibt es gleich noch eine Joghurtsuppe. Die zeige ich euch. Mache ich hier aus meinem Joghurt. Dann, so sieht gerade die Bohnen aus. Die sehen schon sehr gut aus. Da werde ich jetzt gleich in der Mitte? ein Stück Fleisch Haxe. Was? Das ist für Aroma. Kann man eigentlich so, zupft man dann auseinander und dann hat man so ein bisschen Fleischstücke drin. So. Kannst du das bitte nicht auseinander zupfen? Okay, ich zupfe es nicht auseinander. So. Da brate ich gleich Zwiebeln ein mit den Tomatenmark und dann kommt das Ich brate gleich Zwiebeln an mit meinem Tomaten-Paprikamark. Dann kommt das dazu. Reis machen wir noch und das war fertig. Heute super easy, super schnell. Keine 50 Jahre in der Küche gestehene. Gestandene. Was? Gestehe. Gestehe. Ich gestehe. Ja. Wir sind ja nur so 10, ne? So viel brauchen wir ja nicht. Ja, ich kann ja auch 2 essen. Machst du eine Schicht oder machen wir 2? Das ist so die Frage. Wollen wir 2 machen? 2 würde ich auch sagen. Ja. Sonst ist es so, sonst muss man so nach unten würfeln. Ja. Das, Quark, das und nochmal Quark. Und dann. So oder ein bisschen mehr? Bisschen mehr. Ich glaube, wir hatten unten noch mehr Lotus, ne? Ja, Wenn noch was eine ist. Packung. Ah, okay. Wenn was ist, dann können wir noch eine machen. Alter, das ist so fest, das ist voll schwer reinzukriegen. So? Die Beerenmischung hat jetzt ein bisschen gekocht. Jetzt das Ganze weich und jetzt pürieren wir das. Und dann, glaube ich, mache ich ein bisschen Speisestärke mit rein. Ich schau mal. Also man kann es eigentlich so lassen, ne? Dann ist es wie eine Soße. Aber ich mache schon ein bisschen Speisestärke mit rein, damit es danach, wenn es abkühlt, so auf dem, ne? Damit diese Schicht so ein bisschen fest ist, ne? Ja. Wie so ein Pudding. Ja, oder? Soll es lieber wie so eine Soße sein? Nee, wie so ein Gelee-Pudding halt. Mhm. Okay, dann machen wir es mit Speisestärke. Aber man kann es theoretisch auch so lassen. Ich habe jetzt hier einmal 2 gehäufte Teelöffel Speisestärke, einfach mit ein bisschen Wasser aufgelöst. Und es kommt jetzt hier dazu. Dann lassen wir es nur ganz kurz nochmal aufköcheln. Und das war es dann auch schon. Man merkt, jetzt ist das schon wie so ein Pudding. Und wenn es abkühlt, wird es ja eh auch nochmal fester. Mach ruhig nur ein bisschen. Ist ja, wir haben ja viel davon. So. Sehr schön. Lecker.
Wow, das sieht ja toll aus. Also hier ist noch was übrig geblieben. Aber das kann man auch wie eine Marmelade benutzen. Deswegen packen wir das jetzt in den Koloss. Katja, schickte 14 noch. 12. Achso. Fertig. So, ich habe hier Zwiebeln schön, ein bisschen sehr, sehr schön in Olivenöl angebraten. Da kommt jetzt noch das Tomaten-Paprikamark, das brate ich auch noch mit rein. Hier haben wir jetzt, Moment, so, ich brauche das Wasser. So, hier haben wir jetzt Reis, den habe ich ein bisschen gewaschen. Das ist wirklich nur so, dass der Boden bedeckt ist. Da kommt jetzt Wasser, das koche ich erstmal auf. Also bis der Reis weich gekocht ist. Das wird ja die Joghurtsuppe. Jetzt sind ja schon fast Röstzwiebeln geworden. Aber so, da muss wirklich schön viel von dem Tomaten-Paprikamark. Also das braucht, der braucht Farbe. Auch schön mit anbraten. Dann habe ich hier ein bisschen Wasser aufgekocht. Das gebe ich jetzt noch mit dazu, damit sich das Ganze schön auflöst. So. Und jetzt kommt das Ganze da rein. Hier rüber. Ich versuche keine Sauerei zu machen. So, bisschen hin, damit das nicht so spritzt. Mein Tomaten-Paprikamark ist ja schon sehr, sehr würzig. Deswegen kommt jetzt hier als Gewürz eigentlich nur Salz rein und Pfeffer. Mehr auch nicht. Mein Paprika-Tomatenmark ist auch scharf. Deswegen mache ich jetzt da keine Schärfe rein, sondern nur Pfeffer. Ich habe ja sehr viel von dem Tomatenmark hier drin. Jetzt einmal umrühren. Koche es nochmal auf. Aber so ist das jetzt eigentlich auch schon fertig. Das ist jetzt fertig. Das kann jetzt nochmal vor sich hinziehen bis zum Iftar. Zu Kuru Fasulye gibt es eine kleine Portion Reis. Dazu brate ich jetzt hier diese, ja, das sind so Reisnudeln. Also es sieht aus wie Reis, der aber aus Nudeln ist. Ja, das ist so klassisch, dass das so angebraten wird. Dass es so ein bisschen Farbe kriegt, damit das sich natürlich auch farblich vom Reis unterscheidet. Ich gebe auch jetzt schon so einen kleinen Klecks Butter mit dazu. Ja, das ist halt der türkische Reis. Der ist halt, der muss halt fettig sein, der türkische Reis. Nee, nur Löffel heute ist noch. Während das noch bratet, Menem hat man da ein Auge drauf. Heute gibt es auch keinen Salat. Ich sag's doch, wir machen uns das heute super easy. Und zwar gibt es heute als Beilage das türkische Lahana. Also auf Deutsch eigentlich nichts anderes wie Sauerkraut, aber auf türkische Art. Schön knoblauchig, schön scharf. Das hat nämlich meine Schwiegermutter aus der Türkei mitgeschickt. Und das gibt es sozusagen heute als Beilage. Aber auch sowas eingelegtes Turşu, also Sauerkraut, sollte man auf jeden Fall regelmäßig essen. Das sind sehr gute Probiotika für den Magen. Und jetzt gehen wir wieder rüber. So, oh ja, die Nudeln sind in der Zeit auch schon so weit. Jetzt kommt der Reis dazu. Die Kinder decken auch schon den Tisch. Ich mache echt eine Mini-Portion heute. Weil aktuell klappt das sehr gut, dass nicht so viel übrig bleibt. Und auch hier sollte nur, muss man runterhalten, der Reis ein bisschen mit angebraten werden. Angebrannt, sondern gebraten.
Nein, es ist ein bisschen dunkel geworden. Ein bisschen. Ein bisschen, aber das macht nichts. Das ist noch knappe Grenze. Gut, jetzt kommt kochendes Wasser drauf. Oh mein Gott, ist das normal? Ja, das ist normal, ganz normal. Das ist doch nicht so normal aus. Ja, Kind, hast halt eben noch keinen Reis gemacht. So, jetzt nur noch Salz. So. Deckel rauf. Und jetzt stellen wir den runter. Und jetzt auf 2 Medium. Jetzt rüber zur Suppe. Für die Joghurtsuppe brauchen wir Joghurt. Ich soll das jetzt mal hier um. Das ist jetzt mein neuer frischer Joghurt von vor 2-3 Tagen. Wann habt ihr den gesehen? In irgendeinem Blog habt ihr den gesehen. Der ist auch wieder super schön. Dann kommt da rein, optional, manche machen es mit, manche machen es ohne Ei. Ich mache immer ein Ei rein. Könnt es aber auch ohne machen. Etwas Mehl. So circa so ein Esslöffel kann man sagen. Das wird jetzt zusammengerührt. Ich gebe da einen Schuss erstmal kaltes Wasser dazu. Und ich gebe auch schon mal etwas gekochtes Wasser hinzu, so langsam, damit es so ein bisschen Temperatur annimmt. Und kippen das Ganze zum Reis. Wenn nötig, noch ein bisschen mehr Wasser dazu geben. Und Salz rein. Optional, wer es mag, muss man nicht. Ich mache so ganz, also wirklich so eine ganz kleine Prise Knoblauch noch mit rein. Muss man aber nicht. Gehört auch, glaube ich, klassisch gar nicht rein, aber ich mag's. So, und dann warten wir, bis das Ganze aufgekocht ist. Und in der Zwischenzeit tun wir etwas Butter schmelzen. Ah, das ist die türkische Küche, ich sag's euch, da kommt überall Butter rein. Machen es ja nicht so viel. Reicht schon. Die lassen wir jetzt einmal schmelzen. Wenn die Butter geschmolzen ist, kommt dann auch schon die Minze rein. Nicht zu wenig, nicht zu viel. Und dann geht es auch schon rüber in den Topf. Da fängt es auch schon an zu blubbern. Und dann kommt das hier rein. Warte, jetzt muss ich hier das sauber machen. Und auch das Joghurtsüppchen ist fertig. Das kann jetzt noch hier kurz, decke ich es ab. Hat es schon geblubbert? So, schalte ich es jetzt noch mal. Jetzt braucht es nur noch warm gehalten werden, bis wir essen. Im Hintergrund, man hört alles andere. Ja, ich hatte schon Angst, dass ich Copyright-Dings kriege. Wer weiß, vielleicht kommt. Keine Ahnung, weil da war auch so ein bisschen Dings. Music. Bitteschön. Heute habe ich kein Pide gebacken. Heute gibt es gekauftes Ramazan Pidesi. Das ist so schön dünn, fluffig. Und doch, da ist Ei drauf, bei dem hast du gar nicht gesehen. Das ist immer mit Ei.
Ich will das aber auch nächste Mal machen, dass ich da das Ei rauf mache. Ich sehe da kein Ei. Hier, siehst du das nicht? Guck, es ist halt dünn. Die waren wahrscheinlich sparsam, weil alles teuer geworden ist. Adem? Ja? Sag mal, ich habe dich nämlich gar nicht richtig gesehen heute. Wie war es so ganze Zeit woanders? Du hast heute Morgen ein Spiel gehabt, richtig? Ja. Oder war das Training? Spiel. Wie lange war das? 60 Minuten. 60 Minuten. Oder 70, glaube ich. Und das war heute Morgen, ne? Um was? 9 Uhr? Du hast also 60 Minuten Spiel gespielt. Ja. Und du hast bis jetzt gefastet. Ja. Und wie fühlst du dich? Normal. Normal? Wie teuer sind die jetzt? Ist einfach nur 3 Euro. 3 Euro. Ja, hab's gesagt, mein selbstgebackenes Fladenbrot ist günstiger. 3 Euro mit Ei aber. Ich hoffe, meine Kamera wird den Ramadan überleben. Anscheinend ist sie irgendwie überbelastet. Gerade eben ist total alles abgestürzt und meine Aufnahme ist verloren gegangen. Keine Ahnung. Inshallah überlebt sie. Bitte, komm mal da. Lebe. Ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Auf jeden Fall habe ich das jetzt den Adem nämlich gefragt. Ist mir nicht eingefallen, weil ich gerade eben einen Kommentar gelesen habe in dem neuen Vlog, der gerade online gegangen ist, von gestern. Die Frage, wie das ist denn bei Kindern, wenn die Sport haben und dann nicht trinken. Wie geht denn das? Und ja, deswegen, für mich ist das halt auch jetzt so das erste Jahr, dass die Kinder so jetzt auch noch im Sportverein sind und dabei auch noch Sport haben. Und deswegen war ich selbst ja, neugierig, wie das funktioniert. Aber es funktioniert. Und da ist es nämlich wichtig, weil da hat nämlich auch eine Pädagogin unter den Kommentaren kommentiert, die meinte, dass sie regelmäßig Kinder kennt in der Schule, die während des Ramadans umkippen. Und da ist, denke ich mir, also wie ich mir das vorstellen kann, weil ich kenne das persönlich nicht, weder von uns noch von unserem Umfeld. Es ist halt einfach wichtig in der Zeit, in der du essen und trinken kannst. Ne? Also nach Sonnenuntergang und bevor der Sonnenaufgang beginnt, dürfen wir essen und trinken. Und da ist es wichtig, in der Zeit einfach sich gut zu ernähren. Das heißt eben zum Fastenbrechen, vernünftig zu essen. In der Zeit eben, bis man wieder das Fasten beginnt, genug zu trinken, also deswegen auch eben aufstehen zum Sahur, zum nächtlichen Frühstück, ganz, ganz wichtig, dass man da eben auch noch was isst, was nahrhaft, was einen lange satt hält, dem Körper genug Kraft, Vitamine gibt und trinkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ne, sind junge Leute, ja, wenn ich die jetzt zum Sahur nicht wecken würde, die würden nicht aufstehen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele junge Leute, Teenager, Kinder, die dann im Ramadan fasten, auch eventuell wahrscheinlich gar nicht aufstehen. Also das kenne ich schon öfters, höre ich auch öfters. Und dann kann das natürlich passieren, dass der Kreislauf dann eben auch nicht mitspielt. Ne? Und noch eine andere Frage wollte ich auch noch hier nochmal beantworten für alle. Und zwar das Thema Kopftuch, weil das auch war und ich da gerade gesessen habe und geantwortet habe. Wir tragen zu Hause kein Kopftuch, wir Mädels, wir Frauen, wenn wir hier zu Hause sind. Es sei denn, es würde jetzt männlicher Besuch kommen, der nicht mit uns verwandt ist. Dann würden wir uns bekleiden. Genauso zum Gebet ziehen wir unser Kopftuch an. Und ich ziehe mich natürlich an, wenn ich vorhabe, mich euch hier zu zeigen, dass ihr einmal Bescheid wisst, ne? Weil das ist so ein Thema, und ja, doch, schläft ihr auch damit? Ne? Oder man kennt so die Frage, duscht ihr auch damit? Ne? Also nein, weder schlafen wir damit, noch duschen wir damit. Und die Frage, wenn der Postbote klingelt, auch immer eine witzige Frage. Bei mir hängt direkt an der Tür immer ein Tuch, da ist auch immer eine Abaya oder eine Strickjacke oder so. Wenn der Postbote dann klingelt, dann muss man immer ganz schnell sich was rüberwerfen, so schnell. So, und dann geht auch das. Also alles möglich. Ne? Und du wolltest auch noch was sagen von deiner Teenagerzeit? Ja, davor kannst du ja erzählen, was die nahrhaften Sachen, die guten Sachen sind zu Sahur. Ja. Kannst ja ein paar Beispiele geben. Ja, das habe ich ja schon im ersten Vlog gesagt. Ach so, mit die Eier und Dings. Ja, Proteine, Eiweiß, Gekochte sowas. Eier. Ja, gekochte Eier. Dann klar, Porridge und so ist auch gut, aber es sollte dann halt auf jeden Fall Proteine sind das, was am längsten sozusagen satt hält. Sowas wie auch Haferflocken und all das. Haben wir noch, bitte? Auf jeden Fall, wir sind früher als Kinder 8 Jahre, 9, 10 Jahre, 11 Jahre. Das war wie Spiel. Morgens bis abends haben wir Fußball gespielt, über die Berge, getobt. Will sich jetzt nicht zeigen, deswegen aber erzähl. Trockenen Mund und hin und her und alles, aber trotz dessen ist der mal ein bisschen dazwischen. Gott sei Dank nichts passiert. Ja. Aber kann natürlich passieren. Ja. Wäre nicht richtig. Ja. Und hier auch nochmal, wenn wir schon darüber sprechen,
Kranke Menschen, also die krank sind, fasten natürlich nicht. Schwangere Frauen sind davon befreit und stillende Frauen. Diese sind vom Fasten befreit. Ansonsten ist das eine Pflicht für uns Muslime, dass wir jedes Jahr im Monat Ramadan 30 Tage lang fasten, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Angefangen zu essen. Ich habe beinahe vergessen, euch zu zeigen, wie der Reis und alles aussieht. So, dann dazu die Bohnen. Weiße Bohnen könnt ihr mal googeln. Das ist so eine tolle Proteinquelle auch. Auch ohne Fleisch eben. Sehr lecker. Rote Grütze. Das ist richtig gut. Ellerine sağlık anne. Ja, bitte so.